Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 76. Folge von Playmocast. In dieser 76. Folge sprechen wir ganz viel über Figuren. Und zwar über die besten Figuren, die wir hier bisher im Podcast hatten. Und dafür, so ein bisschen Parallelen zur 71. Folge, sind Leo und Sabrina wieder dabei. Hallo Leo. Hallo. Und hi Sabrina. Hallo ihr zwei. All diese Sets, all diese Figuren, die wir hier vorstellen, die jetzt gleich gegeneinander antreten, damit wir herausfinden, welche Figur hier im Podcast bisher die beste war, die habe ich automatisch auswählen lassen. Soll jetzt gar nicht so sehr darum gehen, wer hier die besten Figuren mitgebracht hat, weil ich bin hier, glaube ich, in jeder Figures-Folge oder in jeder Figurenfolge vertreten. Also ist das natürlich ein bisschen unfair, wenn ihr nur jeweils einmal dabei wart. Dein Name steht dort sehr oft, das stimmt. Ja, in der Übersicht ist mein Name ein bisschen oft vertreten, aber das geht ja leider nicht anders. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr bereit seid, gucken wir uns hier mal an, welche Figuren wir hier so mitgebracht haben. Kaiser! Die erste Figurenüberstellung, die wir hier haben, ist aus der Folge 28, Lara Croft, Tobis Figur. Die ist hier gegenübergestellt mit der chinesischen Opernsängerin Sabrina. Die beiden sind hier unsere erste Paarung und jetzt bin ich mal gespannt, für wen ihr euch da entscheidet und wen ihr besser findet. Ja, kurze Zwischenfrage. Ist es offizielle Lara Croft-Figur oder nur so? Nee, ist weil nicht sie so offiziell. ausschaut? Ja, ich dachte Ist schon. inoffiziell. Ja, okay. Ja. Ja, die Klamotten sind doch ein bisschen anders. Ne? Lara Croft war Ja, da ja. mit der braunen Hose unterwegs und einem grünen Oberteil und hier ist sie ganz in schwarz. Die gute Fee. Genau. Okay. Wer will starten? Möchtest du? Mir passt, dann starte ich gleich. Ich würde da die chinesische Opernsängerin nehmen, Ja, weil die Figur einfach vom Ding viel mehr Details hat und auch Ja. vom Gewand her und auch cool, richtig coole Designs und halt typisch chinesische. Und ja, finde ich auf jeden Fall besser. ja. Sabrina, gehst du damit? Absolut. Sehr sympathisch, Leo. Gute Entscheidung. Ja, die ist nett anzusehen und ich habe sie ja schon mal auf den ersten Platz gewählt. Zu Recht. Ich finde die Genau. sehr, sehr schön anzusehen. Ich finde optisch, es ist eine Harmonie an Figur, finde ich. Ja. Mhm. Ich bin ganz klar, tut mir leid, aber war ja schon in der Folge, in der 28. Folge schon so meine Mitfavoritin. Ich bin ganz klar für Lara Croft. Das spielt jetzt hier keine Rolle mehr, weil ihr ja beide schon für die chinesische Opernsängerin wart, die jetzt quasi weiterkommt. Aber ich finde, Lara Croft ist so eine coole Figur und man muss dazu auch sagen, diese Playmobil Figures Serie 2, gerade bei den weiblichen Figuren, da war sie wirklich dünn, also da waren die Frauen wirklich nicht so gut ausgestattet. Und da dachte ich mir, boah, Lara Croft hier ist wirklich ein Hingucker, hat mich sehr abgeholt, Tobi natürlich auch, deswegen hat sich Tobi auch dafür entschieden. Und bringt aber alles nichts, aber ich habe ein bisschen Versöhnung jetzt mit Tobi dadurch, also liebe Grüße Tobi, weil ich Tobis Sets, glaube ich, alle in der Königsjoker-Runde, in der ersten Runde rausgewählt habe. Darf ich zu der Figur noch was sagen? Ich glaube, dass mich daran stört. Also es wirkt auf mich, dadurch, dass alles in schwarz ist, als hätte sie keine Haare. Eine Lara Croft hat doch einen Das Zopf. stimmt. Warum ist er nicht da? Ich glaube, dann würde das vielleicht auch nochmal anders wirken. Aber so sieht das aus, als hätte sie eine Glatze mit Helm. So. Das stimmt und das ist auch problematisch, weil ja alles die gleiche Farbe ist. Ja, genau. Also, weiß ich nicht, Schuhe, Hose, Oberteil, Haare, alles. Ja. Eine ganz schön düstere Figur irgendwie auch, ne? Wirklich, ja. Ja. Okay. Ja. Ich wollte nur noch meinen Senf dazu geben. Ja. Leo, hast du noch einen Punkt? Ne, eigentlich. Ich finde nur die Lara Croft-Figur einfach langweilig so. Das ist halt Ah, okay. nicht wirklich irgendwie alles schwarz und ja. Ja. Ja, sehe ich schon ein bisschen, ja. Dann geht's weiter mit der Gegenüberstellung chinesische Opernsängerin gegen Schneewittchen aus Folge 61, meine Lieblingsfigur der Playmobil Figures. Und jetzt sage ich, enttäuscht mich nicht. Haha. Spaß.
Ich finde zwei richtig gute Figuren, beide richtig, richtig gut. Sabrina, willst du diesmal anfangen? Ich wähle natürlich wieder die chinesische Figur und ich glaube, dass du da mitgehen kannst, dass es ja eindeutig auch die bessere ist. Okay. Ich glaube, das ist ja auch etwas Wiederkehrendes und ist ja aus den letzten Folgen schon irgendwie hörbar gewesen, dass mich so Königsfiguren einfach nicht so ansprechen. Mhm. Weiß nicht warum, aber die catchen mich nicht. Ja. Und daher bleibe ich tatsächlich auch bei meiner Figur. Ich finde die vom Farbspiel her auch immer noch schöner und attraktiver. Ja. Ja. Auch nicht Schneewittchen. Nein, auch nicht Schneewittchen. Haut mich nicht vom Hocker. Okay. Zumindest nicht diese hier. Okay. Dann würde ich als zweites antworten oder hier bewerten. Und ich mag halt diese chinesische Opernsängerin gar nicht. Also, das ist gar nichts gegen dich, Sabrina. Ich schätze dich sehr, aber diese Figur eben gar nicht. Habe ich ja in der Folge 72, glaube ich, auch schon zum Ausdruck gebracht. Die gibt mir wirklich nichts. Also ich gucke darauf und fühle einfach überhaupt gar nichts. Und deswegen fällt es mir hier nicht mal schwer. Aber ich finde so, diese Schneewittchen-Figur ist hier meiner Meinung nach somit die beste, die es gibt. Also ganz wertfrei, ne? Also jetzt scheißegal, ob das meine Figur ist oder nicht. Ich finde die einfach richtig, richtig gut und würde mich deshalb auch für die entscheiden. Ja, da bin ich. Sodass du bei der chinesischen Figur nichts fühlst, das sollten wir vielleicht im Anschluss nach dem Podcast nochmal thematisieren. Okay, entschuldige, Leo. Ich schließe mich da Lars komplett an. Die Schneewittchenfigur ist auch, finde ich auch mit einer der besten von der Auswahl. Von den Farben her und allem. Ich finde sie auch echt viel besser. Das ist fair und sehr, sehr schade für Sabrina. Ja, mir fällt auch ein, ich habe heute eigentlich gar nicht so viel Zeit. Ich müsste dann jetzt auch los. Nee, ist okay. Kann ich mitleben. Okay. Ich finde die wirklich gut. Ich mag Blau und Gelb und Ja. habe auch in der Folge davon erzählt, dass ich Blau und Gelb früher als Kind immer geliebt habe. Und ich finde, das ist wirklich, so wie Leo sagt, sehr, sehr gut gestaltet einfach und ja, märchenhaft. Warst du dann auch Braunschweig-Fan? Nee, gar nicht. Nee, stimmt. Das ist ein guter Punkt. Nee, stimmt. Braunschweig auch einer der seltenen Vereine, der diese Farbkombi hat. Ne? Ich meine, Schweden Ja. natürlich. Der einzige, Im der einzige, der mir Nationalkontext, eingefallen ist. Genau. Das ist schon komisch, ja. Dann geht's weiter hier bei uns. Wir vergleichen Schneewittchen, die sich hier gerade durchgesetzt hat, mit der Südamerikanerin. Mein Favoriten-Set, meine Favoritenfigur aus Folge 65, die ich zusammen mit Christian gemacht habe. Da ging es um die Playmobil Figures der 5. Serie. Ich würde mal anfangen und ich finde Schneewittchen wirklich perfekt, finde aber die Südamerikanerin in ihrer Gestaltung noch besser. Also noch besser ist wirklich schwierig, weil Schneewittchen mir wirklich schon sehr, sehr gut gefällt, aber hier so ein bisschen kulturelle Vielfalt mit einzubringen, finde ich richtig stark. Die Farben gefallen mir gut, die Gestaltung ist ein Traum. Also ich finde die Südamerikanerin wirklich nahezu perfekt. Kann ich mich direkt anschließen? Ich hätte das jetzt genauso argumentiert. Ich finde, das wirkt sehr erfrischend. Und es erinnert mich auch tatsächlich auch an die Menschen, an die Südamerikanerinnen, Kana. Ihr wisst, was ich sagen möchte. Die sind immer so farbenfroh und irgendwie ist das aber trotzdem alles so stimmig. Ja. Ich mag das, weil mir das direkt gute Laune verpasst. Genau, ich hätte mich genauso entscheide mich ganz genauso. Okay. Dann Ja, ist sie quasi schon weiter, Leo. Gehst du da mit oder bist du für Schneewittchen? ja, bringt dir nichts, was ich sage, aber ich wäre für Schneewittchen auch. Die Figur gefällt mir einfach. Ja, das ist ja besser. wirklich ärgerlich, ne? Ja. Das ist ja dann manchmal wirklich so, dass man dann als Dritter dran ist und dann gar nichts mehr entscheiden kann, weil schon 2:0 steht. Ja. Aber ich finde wirklich auch beide Figuren gut. Mhm. Ja. Und hier geht es gleich weiter mit meiner nächsten Figur. Tut mir leid, aber war halt in jeder Folge dabei. Aus Folge 15. Richtig lange her, 2022, habe ich mir heute Nachmittag erst angehört, die Folge. Wusste gar nicht mehr, worum es da geht. Also es war ziemlich witzig. Ich werde dazu auch irgendwann dann die Folge als Video machen. Aus der ersten Figures-Reihe muss ich fast schon sagen, ich muss das so kommentieren, aber ist am Ende, glaube ich, so mit meine Lieblingsfigur, wie alle Figuren, die Schneekönigin oder Eisprinzessin oder wie auch immer. Ich finde die wirklich traumhaft. Und zufälligerweise habe ich mir im Dezember genau diese Figur gekauft
weil ich die bei Vinted gesehen habe. Einfach, die wurde mir irgendwie angezeigt und ich fand die so cool, dass ich mir dachte, boah, nehme ich mit. Und deswegen heißt es hier einmal aus dem tropischen, aus dem warmen Südamerika gibt es hier die Konkurrenz. Für wen seid ihr da? Wen möchtest du? Ja, starte ich gleich. Es ist schwierig, weil beide Figuren sind cool. Aber ich bin da bei der Schneekönigin. Schneekönigin oder Eiskönigin? Schneekönigin, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Also als Prinzessin Schneekönigin, das weiß ich nicht. Aber ja, bin ich. Bei ihr, ich finde einfach das Guide richtig cool und den Ja. Krone-mäßig. Oder was man dazu sagen soll. Ja. Ja, dann sind wir uns in diesem Fall gleich zumindest alle einig. Ich nehme auch die Eisprinzessin, weil die andere Figur, die wirkt, also jetzt nur rein optisch betrachtet, so plastisch auf mich. Ja. Und die Eisprinzessin, die wirkt so lebendig. Ich finde das Kleid irgendwie das so schön gemacht mit den Falten da drin. Irgendwie, ja, als würde sie gleich lostanzen. Irgendwie so wirkt das auf mich. Deswegen mag ich. Ne? Genau. Ja, genau. Ja. Macht doch richtig viel her, finde ich. Obwohl beide Figuren ja einfach stehen, gibt es so viel Dynamik in dem Bild der Eisprinzessin oder Schneekönigin oder wie auch immer. Also das ist schon eine ganz andere Aura, finde ich so. Die Farben sind halt ein Traum. Also gerade jetzt in dieser perfekten Winterwelt, da passt die natürlich wunderbar rein. Und deswegen finde ich cool, dass es hier 3:0 steht. Tut mir ein bisschen leid für die Südamerikanerin. Die gefällt mir wirklich ziemlich gut. Ich dachte, die kommt ein bisschen weiter, aber ja, der Winter kam dazwischen. Jetzt haben wir die Schneekönigin gegenübergestellt mit einer Figur, die wir noch ganz gut kennen, Sabrina. Aus der 72. Folge Playmobil Figures. Meine Favoritin da ist die Figur Cleo. Kleopatra ist mit dabei. Also Eisprinzessin, Schneekönigin, wie auch immer, gegen Cleo. Das finde ich jetzt auch schwierig. Bei Kleopatra natürlich, die macht ja auch einiges her. Also da gibt es auch viel zu entdecken. Die ist auch gut gemacht, finde ich. Finde ich auch voll. Ich persönlich bleibe aber bei der Eisprinzessin, Eiskönigin, wie auch immer. Die Eisfee da oben. Ja, irgendwie finde ich sie trotzdem dynamischer, aber es ist ganz knapp, ganz knapp. Bei Kleopatra gefallen mir die Ohrringe auch so schön. Und das Diadem, das sie aufhat, das sieht schon toll aus. Ja. Aber ich bleibe trotzdem bei der Eiskönigin. Okay. Leo, machst du? Ja, mache ich weiter. Ich habe noch überlegen müssen, weil das ist echt schwierig. Ich bin da, glaube ich, bei der Kleopatra, weil ich finde die Art vom Ding her, finde ich von ihr cool, weil sie irgendwie anders ist als die anderen Kleopatra-Figuren, die ich kenne. Und ja, finde ich cool. Ja. Also kommt Cleo bei dir weiter, ja? Genau. Ja, hier ist natürlich schwierig, weil ich die wichtige Entscheidung zu treffen habe, welche Figur weiterkommt. Aber das fällt mir irgendwie gar nicht schwer, weil Kleopatra war auch in der Folge jetzt nicht so absolut meine Lieblingsfigur. Also jetzt keine Figur, von der ich so absolut überzeugt war, wo ich mir sicher war, boah, die sticht ja aber sowas von raus und ist deutlich die beste Figur, sondern das war so ein bisschen das Mangel an Alternativen in dieser Figures Serie 6 und deswegen bin ich immer noch großer Fan der Eisprinzessin, Schneekönigin, wie auch immer und würde die hier direkt natürlich in die nächste Runde lassen. Yay! Yay! In dieser nächsten Runde treffen wir auf den Rapper, den Leo mitgebracht hat. Jetzt müssen wir gucken, ob sich Geschichte wiederholt, denn Leo hat es in der 71. Folge geschafft, mit nur einem Set die ganze Nummer zu gewinnen. Und jetzt bin ich gespannt, ob das Ganze hier eine Wiederholung bekommt. Und ich war schon in Folge 71, Leo, tut mir echt leid. Ich war da wirklich in jeder Gegenüberstellung gegen dein Set, also wirklich in jeder einzelnen Gegenüberstellung. Und ich habe es trotzdem geschafft. Also. Du hast es trotzdem geschafft, genau. Ich brauche deine Meinung nicht. Ich kann dir schon mal sagen, weil ich damit so gut gefahren bin, werde ich es hier wiederholen. Und werde hier natürlich für die Eisprinzessin sein. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Ich bin gegen DJ Ötzi. Schade. Soll ich weitermachen? Ja. Mach ruhig. Also, ich würde mich jetzt eigentlich gerne auf Leos Seite stellen wollen und einfach sagen, dass du hast keine Ahnung. Ja. Leo hat es bewiesen mit nur einem Set. Hallo? Aber ich finde den Rapper ganz, ganz furchtbar. Wirklich. Ich habe den
Nee, also diesen gemalten Bart oder so. Also soll ein Bart sein, glaube ich, ne? Ja, ja, ja. Ja. Nee, ich bewerte und kommentiere das gar nicht weiter. Ich bleibe bei der Schneekönigin. Ich habe dir noch vor eine Stunde vor der Folge geschrieben, ne? Und da wusste ich noch ungefähr, weil ich vorhin kurz reingehört habe, in Folge 61, wusste ich noch ungefähr so, welche deine Favoriten waren. Und dann dachte ich, du kommst auf ganz andere Sets, weil da waren so gute Figuren bei und dann schreibst du so kurz vor der Folge, ne, ich finde den Rapper ganz geil. Ja, Und ist ja auch cool, natürlich. wenn du die gut findest. Aber ich dachte so, das ist so die maximal schlechteste Figur, die du da wählen kannst. Aber gut, wenn es dir gefällt, finde ich es cool. Also nichts gegen deine Figur. Aber hier steht es dann, glaube ich, 2:1, weil du dich bestimmt auch für den Rapper entscheiden wirst, oder? Ja, ich wollte noch was sagen dazu. Ich würde den Rapper nehmen, ja. Ich finde ihn einfach so authentisch Mhm. mit seiner Baggy Jean und der Kappe und den Tattoos und allem. Ich Ja. finde es so witzig. Mhm. Ja, ist ja auch eine besondere Figur irgendwie, ne? Also ist nicht so ein Ja. 0815-Ding. Das stimmt schon. Ist jetzt nicht so eine Fee, wo irgendwie 25 verschiedene Farben angewendet wurden und irgendwie noch eine witzige Frisur. Also ist schon was Cooles hier, muss man sagen. Aber ich finde die Gestaltung leider auch wirklich ganz, ganz furchtbar. Also cool, dass du mit deinem Set so weit gekommen bist. Ja, Ja, heute nicht. tut mir auch wirklich leid für dich jetzt, Leo. Ja, Ja, ist okay, ich habe schon einmal gewonnen. Stimmt. du hast schon Jetzt, alles gewonnen. jetzt lassen wir mal die Was anderen jetzt passiert, gewinnen. ist egal. Das stimmt. Wir kommen zum nächsten Highlight meinerseits, würde ich sagen. Ich sag schon mal noch eine Figur, die ich wirklich perfekt finde. Denn das ist die Freiheitsstatue aus Folge 59, die ich zusammen mit Jonas gemacht habe. Die Figur ist aus der Figures-Serie 3 und jetzt heißt die Gegenüberstellung Eisprinzessin oder Freiheitsstatue. Leo, willst du zuerst? Mhm. Ich bin da komplett bei der Freiheitsstatue. Ich finde das einer der coolsten Figuren überhaupt. Ja. Die ist so, ja, sie ist einfach so authentisch und schaut so gleich aus wie die echte Freiheitsstatue. Ja, ja. Ja, und dieser Grünton und alles ist echt krass gute Stark, Figur. ja. Das Einzige, was ich noch gemacht hätte, wäre das Feuer auch in der gleichen Farbe zu machen, aber wir hätten es dann halt alles extra für die Figur, Flammen, die Farbe zu machen, ja, wäre auch dumm gewesen Ja, das stimmt. und aufwendig. Sabrina, gehst du mit? Ich gehe insofern mit, dass die Figur gut gemacht ist. Ich musste gerade ein Mhm. bisschen lachen, weil ich mich verlesen habe. Ich habe gedacht, die Figur heißt Lars und dachte, ach guck mal, die haben von Lars eine Figur gemacht. Das ist ja toll. So sehe ich in Wirklichkeit aus. Also, wenn sich Ja, jemand fragen klar. sollte, wie der Typ aussieht, so, ja, nur ohne Feuer. Ja, ich weiß ja, mit der Kopfbedeckung, das ist immer schwierig mit der Umarmung, da müssen wir mal ganz schön aufpassen. Ähm, Stimmt. ich muss sagen, ich finde an der Figur gut, dass das Feuer eine andere Farbe hat. Mhm. Ich glaube, die würde mir nicht so gut gefallen, wenn das alles in einer Farbe ist. Aber ich stimme dir sonst in allen Punkten zu, Leo. Ich bleibe aber bei der Schneekönigin. Wow. Ich finde die immer noch schöner. Die hat für mich eine Präsenz. Die ist, also vielleicht auch, weil sie so lebendig wirkt auf mich irgendwie. Ja, spricht die mich mehr an. Ja. Boah, ist wieder so schwer. Ich muss jetzt wieder entscheiden, weil ich finde, das sind, glaube ich, meine beiden Lieblingsfiguren hier. Da gibt es noch eine, die ist noch richtig, richtig gut. Aber die sind schon ziemlich weit oben. Meine absoluten Highlights eigentlich. Und jetzt fällt es mir so schwer, weil die Eisprinzessin wirklich perfekt ist. Also die kannst du nicht besser machen. Und deswegen würde es mir irgendwie so schwer fallen, gegen die zu stimmen. Weil bei der Freiheitsstatue finde ich so geil, dass das ja einfach ein festes Thema ist. Es ist eine Statue, die als Figur umgesetzt wurde, habe ich auch in der Folge damals gesagt. Ich finde cool, dass sie das gemacht haben. Ist ja irgendwie auch ein mutiger Schritt und passt ja dann vielleicht gar nicht so in die Figures-Reihe, aber ist irgendwie auch cool, weil die da so ein bisschen experimentierfreudig sind und dann so eine Sachen eben ausprobieren können. Mhm. Und ich finde es halt so als Figur und als Idee einfach sehr, sehr gut. Und, oh nee, ich weiß nicht. Die Eisprinzessin ist ein Traum eigentlich. Aber ich gehe mit der Freiheitsstatue. Nein. Tut mir echt leid. Doch, doch. Nein. Ja. Ist so knapp, aber Oh Leute, jetzt stecke ich wirklich aus, ne? es tut mir auch im Herzen weh, wirklich, weil die Eisprinzessin perfekt ist.
Aber die Freiheitsstatue als Playmobil-Figur rauszubringen, ist so originell, finde ich. Und ja, das ist wirklich ikonisch. Ist Jo. ärgerlich, ja. Ein bisschen. Mir tut es gerade weh. Wir gucken mal, ob dich die nächste Figur ein bisschen mehr abholt, denn jetzt heißt die Gegenüberstellung Freiheitsstatue gegen Philips Figur aus Folge 15, Playmobil Figure Serie 1, das ist der Henker. Soll ich mal anfangen? Ja, Ich weiß gar nicht, wie man so eine Figur irgendwie an die Spitze wählen kann. Da wird mir die Freiheitsstatue Philipp. direkt sympathisch. ja. Ja, also jetzt wähle ich natürlich die Freiheitsstatue. Also die finde ich ja richtig gruselig. Also soll sie wahrscheinlich auch sein. Aber die finde ich ganz furchtbar. Also das wäre, ich glaube, in jedem Vergleich zu jeder anderen Figur würde die durchfallen. Ich wollte nämlich gerade sagen, Leo gegen den Rapper hätte die Figur gewonnen. Hätte der Rapper gewonnen, tatsächlich. Findest du, ja? Ja. Ich find den Henker besser als den Rapper. Aber der Rapper ist ja gar nicht mehr drin. Tut mir leid. Oh ja, schade. Er lebt im Herzen weiter. Leo, für wen bist du? Ich bin da ja komplett bei der Freiheitsstatue, das ist keine Frage. Ja. Ja. Ich finde cool, dass es Figuren wie den Henker gibt, dass so Ja. historische Themen hier vertreten sind. Finde die Gestaltung des Henkers auch gut. Die ist im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die Figur natürlich. Aber die Freiheitsstatue ist hier ein absoluter Traum. Und weiter geht's mit meinem Lieblingssänger, den ich in Folge 28 gewählt habe. Playmobil Figure Serie 2. Elvis, mein absoluter Held, mein absoluter Kindheitsheld. Deswegen haben wir jetzt im amerikanischen Vergleich die Freiheitsstatue gegen Elvis. Ich werde mal anfangen und es bricht mir wirklich das Herz, weil ich die Elvis-Figur außerordentlich liebe. Aber die Freiheitsstatue ist und bleibt ein Traum. Leo? Ich habe noch überlegt, aber ich gehe da auch mit Elvis. Ich finde die Figur richtig cool. Mhm. Voll, ja. Auch der Mantel und das Outfit ist echt, Stark, passt sehr gut. sehr cool. Ja, und die Haare sind auch sehr, sehr cool. Ach, ich weiß nicht, irgendwie, ich stehe auf Haare, ne? Irgendwie ist das immer so ein Thema, das ich erwähne. Ja, verstehe ich. Ich gehe hier auch mit Elvis. Stark, okay. Sehr, sehr stark, finde ich sehr, sehr cool. Weil so habe ich mich gegen Elvis entschieden und Elvis ist trotzdem noch drin. Also da bin ich auch ein Gewinner dann in der Runde und vielen Dank dafür schon mal. Gerne. Jetzt kommt eine Figur, die ich gesehen habe in Folge 70. Da war das nämlich meine Lieblingsfigur. Und da habe ich die Farben gesehen. Die Farben haben mir so gut gefallen, Sabrina, dass ich dann für unser neues Spielformat von unten nach oben mich von diesen Farben habe inspirieren lassen. Und deswegen sind die Farben vom Spielformat genau wie die Figur der Hexe hier. Ich finde die Hexe traumhaft schön. Sehr, sehr gut gestaltet. Habe noch nie so eine gute Hexe gesehen von Playmobil. Die ist wirklich wundervoll. Und jetzt liegt es an euch, hier eine Figur in die nächste Runde kommen zu lassen. Ah, das ist schwer, ne? Boah. Guckt euch mal den Besen an, bitte. Ja, der Besen, der Hut, die Dieser Haare, Lenkbesen, das Outfit, Alles das geil. alles stimmig. Ich nehme die Hexe. Ja. Ja, Nee, ich würde noch immer beim Elvis bleiben. Immer gegen den Strom. Mann, Ja, ey. immer. Immer die Österreicher. Immer die Österreicher machen es wieder kaputt. Da hatten wir das schon mal. Spaß. Ganz komische Richtung. Boah, ich finde Elvis geil, wirklich. Ich liebe den, ne? Ich liebe den wirklich vom ganzen Herzen. Und noch viel tiefer. Aber die Hexe ist einfach. Das ist, also, wie kannst du eine Playmobil-Figur besser machen? Also, das geht nicht. Das ist wirklich hier Prime. Das ist erste Reihe, das ist die Krone, das ist wirklich die Krone der Schöpfung hier aus Playmobil-Sicht, finde ich. Deswegen muss die Hexe für mich in die nächste Runde. Leo, tut mir leid, 2:1. Ja, ich finde den Besen nicht so cool. Ich finde es irgendwie sehr provisorisch gemacht, dass die sich da anhalten kann. Okay. Und ich glaube, der ist total modern, weil der ist klappbar. Guck mal. Den kann die doch Genau. safe richtig geil in die Ecke verstauen, der nimmt keinen Platz Auf weg. jeden Fall. Das ist schon richtig krass.
Und rückenschonend, ne? Sie Ja. muss nicht so weit nach unten an den Stiel greifen. Ja. Stimmt. Gar Das nicht klang gesehen, jetzt ey. komischer, als es sollte. Okay, weiter. Okay, dann, ja, und ich mach hier keine komische Überleitung. Wir haben aus Folge 65 den nächsten Kandidaten, den nächsten Kontrahenten. Es ist die 12. Figur, die wir hier mitgebracht haben. Es ist Christians Favorit aus Folge 65 aus der Playmobil Figures Reihe 5, der Astronaut. Also Hexe gegen Astronaut. Ja, bei dem Astronaut muss ich irgendwie ein bisschen lachen. Ja. Warum? Der sieht aus wie so ein Michelin-Männchen, irgendwie ganz witzig. Ja, wirklich, ne? Das ist eine versteckte Michelin-Werbung. Ja. Aber ich lasse euch mal den Vortritt. Leo, willst du oder soll ich? Ja, ich mach schon. Ja, da bin ich bei der Hexe, ja. Ich finde den Astronauten ein bisschen sehr. Ja. Irgendwie, er schaut aus wie so ein. Er schaut mehr aus wie so ein Tiefseetaucher als wie ein Astronaut. Ja, das Stimmt. stimmt. Das stimmt. Ich weiß nicht, Ja. entweder ist der Anzug so dick oder ist es ein sehr unsportlicher Astronaut. Sehr charmant ausgedrückt. Der hat sich da reingepresst. Ja, können wir kurz machen, oder? Jo. Dann wird hier nichts mit seiner Spielzeugpistole. Also, tut mir leid, Christian, liebe Grüße, aber das wird nix. Sorry, Christian. Das tut mir echt leid. Jetzt kommt die nächste Figur, bei der ich gar nicht mehr wusste. Also, ich habe wegen der Figur Tobi gar nicht mehr gefragt, kurz vor der Folge, was ich eigentlich noch machen wollte. Aber das hier, der Indianer, Playmobil Special Figur, aus Folge 70 ist eigentlich Tobis Lieblingsfigur. Und ich weiß noch, dass Tobi in der Folge auch die Hexe ziemlich gut fand, also richtig, richtig gut fand. Aber ich glaube, am Ende lässt der Indianer sein Herz höher schlagen. Deswegen haben wir hier den Vergleich, 2 Figuren aus Folge 70, einmal Hexe und einmal Indianer. Der ist schon auch gut gemacht, ne? Der Indianer auch mit der Feder da oben. Ja. dran. Das ist schon irgendwie ganz Ja. nett. Erkennt man auch. Also alle Merkmale auch da. Ich würde trotzdem bei der Hexe bleiben. Die ist irgendwie cooler und die kann fliegen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich nehme auch die Hexe. Ja, Ja, aber nur wegen der Babykatze. Oh. okay, immerhin. Kann ich ganz kurz zum Hintergrund sagen, die Playmobil Specials kamen 1994 auf den Markt und die ersten Figuren, die wirklich 94 auf den Markt kamen, waren somit die besten, würde ich sagen. Also da gab es natürlich später auch richtig, richtig gute, wie wir dann in der 70. Folge festgestellt haben, aber was sie da 94 wirklich gekocht haben, ist unglaublich und ich finde, dieser Indianer zählt da komplett mit rein. Das ist eine sehr, sehr gute Figur, sehr, sehr schön gestaltet, gibt Tobi absolute Winnetou-Vibes und deswegen finde ich, ist die Figur hier berechtigterweise mit in dieser Aufstellung, aber ich finde, die Hexe ist einfach noch ein anderes Level. Natürlich hatten die hier viel mehr Zeit, um dann noch ein paar Sachen zu optimieren an der Gestaltung der Figuren und dass sie das gut genutzt haben oder diese Zeit gut genutzt haben, sieht man bei der Hexe, glaube ich, ganz, ganz deutlich. Das ist wirklich eine großartige Figur und jetzt bin ich gespannt im großen Finale. In der finalen Gegenüberstellung gibt es nämlich Jonas Set als Kontrahenten, Jonas Figur aus Folge 59 als Kontrahenten aus der Playmobil Figures Reihe 3 haben wir die Vogelscheuche mit dabei. Ist das für euch ein würdiger Finalgegner oder sagt ihr, die Vogelscheuche kommt hier komplett unbewaffnet? Also für mich ist es klar, wer jetzt für mich Ja. das Rennen macht. Aber ich finde das schon interessant, die Figur. Also ich habe mir die jetzt nochmal ganz genau angeguckt und dachte, ach spannend. Erinnert mich auf jeden Fall auch so an Halloween. Soll es ja sicherlich auch. Ich finde die schon auch gut gemacht. Also die ist besonders. Auf Ich jeden finde, Fall, ja. dass die Forke gelb ist komisch. Also das hätte für mich jetzt Das nicht die Farbe gebraucht. Aber die Figur selber, die finde ich schon stark. Spricht mich an. Aber ist ganz klar, also gegen die Hexe, also um Längen voraus. Ja, ne? Die ist schon perfekt. Ja. Ja, da bin ich auch. Ich habe kurz überlegt, aber nein. Im Endeffekt hat die Vogelscheuche auch keine Chance. Nein, da bin ich auch bei der Hexe.
Auch wenn es nicht die beste Figur ist im ganzen Ding, aber ja. Ja, ich finde die Vogelscheuche aber schon richtig cool, richtig innovativ. Auch hier wieder cool, dass die da so eine Sachen mit reinbringen. Gerade die Playmobil Figures Serie 3. Da war ja auch die Freiheitsstatue ist ja auch aus dieser Serie 3. Da haben die schon ein paar coole Sachen gemacht, auch so ein paar Alien-Figuren, die nicht jedermanns Sache sind, aber die wirklich sehr, sehr gut gestaltet sind. Also sie haben so ein paar neue Dinge mitgebracht, ein paar Sachen probiert und ich finde auch die Vogelscheuche ist hier eine starke Figur, die leider aber im Finale verloren hat. Und deswegen küren wir hier die Hexe zur würdigen Siegerin dieser Kaiserfolge. Vielen lieben Dank dafür, dass ihr so gut dabei wart, dass ihr hier in der Folge mit vertreten wart. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Ich habe viel gelacht. Ich fand die Figuren tatsächlich auch spannend und ich finde es auch immer schön, wie unterschiedlich wir das teilweise dann auch betrachten. Aber es ist halt auch sehr cool. Ja, so Ja. darf und soll es ja auch sein. Ich kann das manchmal gar nicht einschätzen. Das ist immer so wichtig, ist immer so witzig. Also Sabrina, bei dir dann manchmal schon. Und bei Leo weiß ich immer manchmal nicht, welche Tendenz er so hat. Weil manchmal kann man ja Sachen antizipieren. Und das ist dann immer so spannend, wenn man schon so eine Figurengegenüberstellung sieht, dass man sich dann denkt, ja, wie werden die sich entscheiden und welche Figur wird hier weiterkommen. Weil eine Stimme ist zwar wichtig, aber sagt ja am Ende dann einfach gar nicht so viel aus. Und deswegen finde ich das so mit diesem Drei-Stimmen-System eigentlich immer ganz lustig. Also finde ich schon cool. Also vielen lieben Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Bleib fröhlich, bleib gesund und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Ciao.